Die Polizisten Michael und Edward patrouillierten in der Gegend und genossen einen ruhigen und friedlichen Tag. Die Sonne schien hell und es herrschte Stille, während sie eine ruhige Straße entlang fuhren, auf der kaum Menschen waren. Plötzlich fiel ihr Blick auf eine ältere Frau, die mühsam vorankam, hinkend und langsam auf sie zuschritt, als ob sie unsichtbare Hindernisse überwinden müsste. Zunächst beobachteten sie einfach, überrascht von ihrem langsamen Gang, aber dann konnten sie sich nicht zurückhalten und begannen zu lachen. »Schaut, wie sie geht, als ob sie eine schwere Last trägt«, scherzte Edward, und sein Lachen wurde von Michael aufgegriffen, der sich ein Grinsen nicht verkneifen konnte. Die ältere Frau, die ihr Gelächter hörte, blieb stehen und schaute sie verwirrt an, während sie versuchte, die Situation zu begreifen. Sie konnte nicht verstehen, warum die Polizisten über sie lachten, und diese Verwirrung verstärkte nur ihr Unverständnis und ihr Gefühl der Hilflosigkeit. Sie fühlte sich verletzlich, und jedes ihrer spöttischen Worte schien sie zu verletzen. Trotz ihrer beharrlichen Versuche, den Grund für ihr Lachen zu ergründen, machten die Polizisten weiter Witze und ignorierten ihre Fragen, ohne ihr Beachtung zu schenken. Die Frau, die das Gefühl hatte, gedemütigt und nicht respektiert zu werden, sammelte ihren ganzen Willen und Entschlossenheit und beschloss, sich ihnen entgegenzustellen. »Warum lacht ihr über mich? Ich habe nichts Falsches getan«, rief sie aus, ihre Stimme klang mit ehrlichem Empörung und Verzweiflung. Das löste bei Michael und Edward einen neuen Lachanfall aus. Die Frau, die die Geduld verlor, begann, ihnen zu drohen. »Ihr habt kein Recht, so mit mir umzugehen. Ich werde mich an eure Vorgesetzten wenden«, erklärte sie, obwohl in ihr das Gefühl der Ohnmacht wuchs. Michael, mit einem Grinsen im Gesicht, forderte sie auf, sich von ihnen zu entfernen, um sie erneut auszulachen. »Warum behandelt ihr mich so schlecht? Ich bin nur eine ältere Frau, und ich habe Rechte«, forderte sie erneut eine Erklärung. Daraufhin beschuldigte Michael sie spöttisch, respektlos zu sein, und drohte sogar mit Festnahme wegen Belästigung. Die Frau, trotz der Drohungen, hielt an ihren Forderungen fest und wollte nicht aufgeben. Die Polizisten, die aus dem Auto stiegen, waren entschlossen, der Frau eine Lektion zu erteilen. Sie fürchtete sich nicht und forderte weiterhin nachdrücklich Erklärungen, während ihre Stimme immer selbstbewusster wurde. Aber anstatt die Situation zu klären, entschieden Michael und Edward, dass der beste Ausweg darin bestand, sie zu verhaften. Sie packten die Frau und ignorierten ihre Proteste, während sie zur Wache brachten. Als sie an der Wache ankamen, war der Polizeikapitän, als er die Festgenommene sah, schockiert. Es war seine Mutter. Er sah entsetzt zu seinen Untergebenen, als er realisierte, dass sie eine unschuldige Frau gedemütigt und verhaftet hatten, ohne zu verstehen, wer sie wirklich war. Infolge dieses Vorfalls wurden Michael und Edward entlassen, und ihre Karrieren bei der Polizei waren vorbei. Sie hatten nicht nur ihre Positionen verloren, sondern lernten auch für immer die Lektion, wie wichtig es ist, Menschen zu respektieren, unabhängig von ihrem Alter oder Zustand. Die Frau, trotz der Demütigung, konnte ihren Stolz bewahren, und ihre Geschichte wurde zu einem Beispiel für den Kampf um Würde und Respekt. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.